Da ist er. 2019 ein Ford Focus ST mit sage und schreibe 280 PS, genau 30 PS mehr wie der Vorgänger. Und da steht er. Und er ist noch nicht in großen Stückzahlen vorhanden. Da ist sogar eine Kölner Nummer drauf. Hier ist Erik Spangenberger. Grüß dich. Schönen Tag, hallo, hallo. Wo sind wir? In welcher Stadt? Wir sind in dem schönen Dillingen an der Saar, im Saarland und in der Zentralgarage Schäffer. Und wir sehen dann heute jetzt das erste Mal den Focus ST. Genau, das ist ein Sportwagen. Wo wird er gebaut? Der wird gebaut hier bei uns in Saarlouis, also direkt um die Ecke. Nicht weit weg das Werk. Und ja, schönes Auto aus dem Saarland. Er hat hier tolle Felgen. Er ist, wie man sagt, so schön voll. Wir werden heute mal alles zeigen, was er hat. Ist ein Auto, das würdest du dir auch zulegen? Auf jeden Fall, definitiv. Die Farbe schön? Ja, die ist Tropical Orange, also fällt auf, fällt ins Auge. Mir gefällt sie. Ja, er ist sehr sportlich. 280 PS, merkt man die? Definitiv. Also 400 Newtonmeter Drehmoment. 400? 400, da kommt einiges, auf jeden Fall. So, wir zeigen mal ganz kurz die Verbrauchswerte für unsere Kollegen. So sieht es aus. Er hat eine CO2-Effizienz von E. Gut, wenn man so ein Auto kauft, da weiß man, was man hat. Der kombinierte Kraftstoffverbrauch sind 7,9 Liter. Und ja, was wir auch noch haben, hier ist das Angebot. Er kostet jetzt, wie er hier steht, 43.559 €. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. Dazu kommt dann die Überführung von knapp 900 €. So sieht es aus. Aber man kann natürlich, ich sag mal, das Auto auch finanzieren, man kann es leasen und so weiter. Auf jeden Fall. Bei dem Fahrzeug sind alle Möglichkeiten gegeben. Barkauf, Finanzieren, Leasing, geht alles. So, wir machen das Auto erstmal an. Steig mal bitte ein. Dann zeigen wir mal ganz kurz. Du bist wie groß heute? Ich bin 1,84. 1,84. Ausgewachsener Mann. Und er hat, was auffällig ist, erstmal, wenn du mal kurz deinen Arm hochnimmst, er hat Recaro-Sitze mit drin. Genau. Die sind nicht zu hart. Nein, also für meine, sage ich mal, Körperfülle völlig passend. Schöner Seitenhalt, also da sitzt man sicher und wohl drin. Jetzt zeig mal ganz kurz, also so sieht eine Tür aus. Also das Ganze ist ganz anders wie bei normalen. Das ist, ich sag mal, in der Optik, die wirklich einen umhaut. Es hat ein System, BO steht für? Bang & Olufsen. Bang & Olufsen. Klingt gigantisch. B&O Play. Bombensound auf jeden Fall, ordentlich Wumms dahinter. Also wie gesagt, das Auto bietet einiges. So, es hat sogar ein Head-Up-Display mit drin. Ja, den zeige ich auch sofort. Das ist direkt vorne drin. Ich hoffe, man kann es hier zeigen, weil es ist eigentlich im Dunkeln, wird es ja aktiv. Ja, also, ob man jetzt direkt was erkennt, müssen wir dann gucken. Aber ich mache das Auto mal an. Wie wir hören wir einen schönen Sound. Und der Display kommt direkt mit raus. So, ich gucke mal gerade so durch, aber das ist, ich glaube, es gibt einige Funktionen, die mit drin sind. Ja. Geht nur ab einem gewissen Winkel, das wir haben. Richtig, jetzt lass mich kurz was. Also sag mal hier, das Multifunktionslenkrad ist ja der Hammer, was du alles machen kannst, oder? Einiges. Also wir haben jetzt hier drüben, nur um grob mal drüber zu fliegen, auch das adaptive Tempomat oder Geschwindigkeitsregelanlage, die selbst auch den Abstand hält. Wir haben hier verschiedene Fahrmodis zum Auswählen. Wir können den Bordcomputer damit steuern, Sprachtaste, Sprachfunktionen, also Freisprechanrichtung. Geht alles über das Lenkrad. Ja, wir haben ein sehr, sehr aufgeräumtes Display in der Mitte. Wir haben eine Kennzeichenerkennung über Kamera, nehme ich an. Also diese Verkehrserkennungssysteme, richtig, genau. Und noch viele Assistenzsysteme mit dabei. Spurhalteassistent, der mit eingreift. Also aktiv, gell? Aktiv, richtig. Genau, er hat einen, ich sag mal, einen abspannsgeregelten Tempomaten mit drin. Das heißt, der folgt den Vordermann bis zum Stillstand sogar, gell? Richtig, genau. Also wer ist ganz praktisch im Stau zum Beispiel, der folgt bis zum Stillstand und gibt dann auch wieder dementsprechend Gas. So ist es, ja. Du darfst mal ein bisschen, du hast mal erzählt, da ist jetzt kein Klappenauspuff drin, aber er klingt so geil, ja, dass wir das unbedingt mal zeigen müssen. Er ist jetzt an. Der wird in der Fahrt noch lauter. Bitte einmal Gas geben. Wow. Du darfst ihn mal ausmachen, die Kollegen beschweren sich schon, es ist hier im Innenraum. Aber ich komme mal kurz. Also ich habe jetzt gerade zum ersten Mal wirklich voll, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, kannst du ruhig mal machen. Also der hat einen Drehzahlbegrenzer mit drin, muss man sagen, man kann ihn nicht kaputt machen. Natürlich, nee, das ist so. Muss mit dabei sein, auf jeden Fall. Er hat noch ein Kölner Kennzeichen mit drauf. Der wird morgen
Genau, wenn du mal kurz zu mir kommst. Ich habe nämlich das Mikro, da können die anderen dich nicht hören. So sieht er von hinten aus, geil, oder? Richtig, schöner Arsch, wenn man das so sagen darf. Darf man. Alles klar. Für wen ist das Auto? Für Leute, die Spaß haben wollen? Definitiv. Also ich denke jetzt mal eher so, das jüngere Publikum wird davon angesprochen. Oh, ich habe da aber schon viele STs Gottes gesehen. Willen, ich will da jetzt nicht vorgreifen, also da gibt es mit Sicherheit auch einige. Hat eine Rückfahrkamera mit drin? Die da mit dabei sind. Ja, Rückfahrkamera hat er auch, richtig, wie Sie gerade schon sehen. Man sieht jetzt hinten schön den Doppelrohrauspuff. Ach, der hatte zwei. Genau. So, er hat ordentliche Reifen drauf. Ja, braucht er auch, die braucht er auch. Warte, ich zeig's mal gerade hier vorne, dass wir das mal sehen. Und wenn du mal so lieb bist, kurz mal abliest, was da drauf steht auf den Reifen, dass wir das mal sehen. Ja. Rein die Größe, was haben wir jetzt hier drauf? Das ist jetzt auf jeden Fall die Größe. Wo haben wir es denn? Niederquerschnitt. Das wären die 235er, 235, 35 R19. 235, 35 R19. Wenn ich mich jetzt nicht verlese. Ja, guck mal gerade richtig. Ne, passt. So, das Auto kam, ich glaube, das kam erst gestern, oder? Richtig, der kam gestern hier rein. Das erste Mal. Es gibt auch noch nicht so viele, oder? Nein, der erste, den ich jetzt gesehen habe, muss ich sagen. So, er hat eine, ich sag mal, was ganz Tolles. Er hat ein Panoramadach, das ist komplett schwarz, das können wir uns gleich mal von innen angucken. Er hat so eine Privacy-Verglasung, die ist gigantisch. Sieht ja auch gut aus. Also in Verbindung mit dem Orange, ein Hammer, oder? Ja, gerade mit den Felgen, dunkle Felgen mit dabei. Sieht schon schön aus. Gut, den hat auch, glaube ich, sogar Ford zusammengestellt. Also so stellen die sich den vor. Ja, wie gesagt, das ist so mit Vollausstattung, denke ich, das Auto, wie es oft hoffentlich gekauft wird. Ne? So, damit kann man aber auch in Globus fahren zum Beispiel. Mach mal hinten auf. Ist er. Das hat Denn, natürlich auch Alltagsfunktionen. Hat einen riesen Kofferraum mit drin. Genau, man kann auch natürlich die Sitzbank umlegen. Hat dann nochmal mehr Ladevolumen gewonnen. Kann einiges laden. Also nicht nur schnell, sondern auch praktisch. Ja, das Ganze, da kann man auch Kinder reinsetzen. Wir zeigen es mal gerade. Du bist jetzt 1,85 groß. Wir gucken mal gerade ganz vorne, wie weit der Sitz nach hinten ist. Guck mal gerade, den machen wir gleich wieder zurück. Das dann, ja, nee, wenn du dem gerade mal einen Ticken vormachst und dich mal hinten reinsetzt, weil viele wollen sehen, guck mal hier, Ford Performance steht hier. Ist das ein cooles Auto? Was man jetzt allgemein zum neuen Ford Focus ja sagen kann, ist, er ist ein Raumwunder. Also rein von der Innenraumgestaltung, vom Innenraumplatz her, von der Platzausbeute. Ich bin ja nicht klein gewachsen und es genau, wenn du mal kurz die Hand mal über dich drüber machst, dass man mal sieht, da ist noch Platz, da oder? ist einiges noch. Da du bist könnte ich noch ein paar 1,85. Zentimeter wachsen, richtig. Was stark ist hier, zum Beispiel die Kopfstützen, die sind aus Leder. Das ist auch abgesteppt. Das Ganze ist unglaublich. Also wenn man hier einsteigt, hat man schon das Gefühl, man sitzt im Rennauto, oder? Ganz genau. Der hat jetzt ja hier auch dieses Dynamikerleder, also diese Wildleder-Optik. Und wenn man das auch vorne vielleicht gerade, weil ich denke, da sieht es mit dem Licht ein bisschen besser aus. Ich zeig's mal gerade da vorne, dass man sieht. Das heißt, es ist so zweiteilig. Genau, die Sitzwangen sind dann in diesem Glattleder und die Sitzmittelbahn in so Wildleder-Optik. Auch wieder was optisch was daher macht. Der Hersteller Recaro ist High-End. Besser geht's kaum. Ja, genau. Also es geht jetzt erstmal um die Optik, dass wir es mal so ein bisschen zeigen. Wir haben es ja vorne schon gezeigt. Also auch hinten ist es gut. Ich zeige mal gerade das Panoramadach. Denn da, wenn man hier rausguckt, ja, bitte. Dann macht es mal auf. Das ist jetzt der geschlossene Zustand. Und auch das natürlich elektrisch. Wie soll es sonst sein? Da oben wird es dann betätigt. Genau. Und es ist riesengroß, oder? Auf jeden Fall. Fast wie ein Cabrio. So ungefähr. Also man kann oben ohne fahren fast. Eine laue Luft, die um den Kopf weht. Ne? Es geht noch weiter auf? Also das ist jetzt das Maximum. Genau, das okay, Maximum. das heißt, ich zeige es mal gerade von oben. Das Ganze sieht nämlich im geöffneten Zustand fast aus wie ein Spoiler. Wenn du hinten mal zumachst, gerade die Klappe nochmal, dann sieht man es. So ist übrigens die Bezeichnung ST. Es gibt, glaube ich, noch eine Stufe größer, die vielleicht bald kommt. Man weiß es nicht, Man oder? weiß es nicht, genau. Also ich habe noch keine genauen Infos zu dieser RS-Variante, die vielleicht kommt, vielleicht nicht. Also Problem ist ja, noch keine näheren Details. Das größte Problem ist ja Abgas, Brüssel. Ja, also richtig, man weiß genau. es nicht. Ja. Aber es kommt. Aber es sieht auch im geöffneten Zustand. Guck dir das mal an, wie geil die das gemacht haben. Es sieht aus wie ein Spoiler, oder? Richtig, genau. Gerade wenn man hinten dran herfährt und sowas, das fällt schon auf. Ne? Ich zeig's mal gerade von hinten. Also das würde man denn sehen beim geöffneten. Es ist ganz krank. Guck dir das mal an. Das sieht aus wie ein Rallye-Auto, oder? Oder sieht schon geil aus, ne? Genau das. So, wenn du mal einmal kurz die Blinker betätigst, ich will einmal kurz sehen, die Optik hinten, dann gehen wir mal vorne auf die Lichtanlage ein. Da ist es, selber gespannt. So, das ist die Optik hier. Und wir gehen mal gerade nach vorne, ich komme mal nach vorne, dass wir da mal das Lichtsystem sehen. LED? LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht. Da sind sie. Und bitte mal auf Tagfahrlicht.
So, und das ist dann die Optik mit dem Tagfahrlicht. Okay, bitte einmal vorne aufmachen. Das ist übrigens das Head-Up-Display, das man dann sehr, sehr schön sehen kann. Das fährt automatisch jetzt rein. Ich mache mal gerade einen Kofferraum auf, einen Motorraum. Und dann gucken wir mal in die Eingeweide. Maschine an. Turbo. Richtig, Turbo geladen. Nur so geht's heute. Oh, da geht einem das Herz auf, oder? Auf jeden Fall. Also jetzt gerade auch mit dieser Abdeckung, Ford Performance. Macht optisch ja auch sportlich schön was daher. Sieht gut aus. Ja, die haben eine ganz lange Tradition. Du kommst gerade aus dem Programm, du warst bei Ford 2 Jahre lang, Trainee. Richtig, genau. Also in diesem Verkaufsprogramm, diesem Verkaufstrainee-Programm und ja, einiges gesehen, einiges gemacht. Ja, jetzt hat Ford ja eine lange Tradition hier in Saarlouis. Richtig. Merkt man das? Die Leute fahren gerne Ford. Gibt viele Werksangehörige. Also Werksangehörige, das ist unser Hauptkunde. Das ist der Kundenstamm, der am meisten hier reinkommt. Mittlerweile kann ja auch jeder Werksmitarbeiter für Freunde, Bekannte, Verwandte die Autos auch kaufen. Ganz offiziell. Ganz offiziell, natürlich, ganz offiziell. Und gerade im Saarland, das kennt einen, der einen kennt. Und mit der direkten Nähe natürlich zum Ford-Werk haben wir fast nur Werksmitarbeiter bei uns im Haus. So ist es ja, aber trotzdem, jeder darf kaufen. Hier vorne sieht man das Radarsystem, was mit drin ist. Ja, bei Lieferzeiten sprechen wir im Moment nicht, aber der Wertverlust bei dem Auto ist sehr gering. Das heißt, die Fahrzeuge sind unglaublich gesucht. Sowieso bei Performance-Fahrzeugen, bei ST, RS-Modellen. Im Wertverlust bei weitem nicht so schlimm wie jetzt bei diesen einfachen PKWs, sage ich mal. So, ich steige mal ein und wenn du mal so lieb bist, vorne mal zumachst, dann gucken wir uns nämlich mal die Optik an, wenn man drin sitzt. Hier, die Sitze sind komplett elektrisch verstellbar. Und was total stark ist, ist natürlich das Display in der Mitte. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Ich kann also hier mein Mobiltelefon synchronisieren. Ja, man kann mehrere Geräte verbinden. Mehrere. Mehrere, auf jeden Fall. Zeigen wir ganz kurz. Okay, cool. Schön. Genau, wenn du mal gerade ganz ausmachst. Ja. Genau, komplett. So. Jetzt müssen wir einen Ton weg wegen der GEMA, du weißt ja, wie es ist. Ja, ist okay. So, und hier sieht man direkt mal, das ist im Prinzip alles noch klassisch. Das wollen die Leute auch so. Die wollen nicht zu viel. Natürlich darf jetzt nicht überlastet sein, überladen sein mit Knöpfen und mit Funktionen. Trotzdem, alles, was er hat, ist voll da, ist praktisch. Und wo Ford ja auch bekannt ist für Winterpaket mit beheizbarer Frontscheibe, wie wir unten diesen Schalter haben. Ja, man sieht die Drähte immer weniger. Von Jahr zu Jahr habe ich das Gefühl, sie sind fast gar nicht mehr da. Genau. Das ist aber wahlweise. Wenn es einen stören sollte, das ist so ein bisschen, kann ich es auch weglassen. Natürlich, das ist Extra-Ausstattung, das ist Wunschausstattung, das kann man weglassen. Genau, der Rückspiegel ist abblendbar automatisch. Ja, richtig. Das ist so der Fall. Dann hier oben habe ich natürlich das eCall, das ist ein nagelneues Auto, also hat es natürlich mit drin. Muss mit dabei sein. Was heißt das eCall? eCall heißt einfach erklärt, wenn ein Unfall passieren sollte und man nicht mehr in der Lage ist, selbst einen Notruf zu wählen, das Auto übernimmt das für einen. Das heißt auch wieder ein Sicherheitsaspekt. Der weiß auch, wo er ist. Der weiß, wo er ist, genau, der weiß genau, wo sie sind und ruft dann, wie gesagt, Feuerwehr, Leitdienststellen, Polizei. Genau, schaltet sogar freisprechen, wenn man noch reden kann. Ja. Dann kann man sogar noch sagen, was passiert ist und so weiter. Und nochmal bestätigen, wie gesagt, wenn alles okay ist soweit, dieses System wird erst ausgelöst, wenn alle Airbags im Fahrzeuginneren geöffnet sind, also ausgelöst sind. Also ein schwerer Unfall quasi. Richtig. So, die Pedalerie, zeig mal bitte. Das ist Aluminiumauflagen. Cool, sieht oder? Auch sportlich aus, richtig. So, dann mach mal an, dann gehen wir mal ins Menü rein, dass wir das mal ein bisschen zeigen können. Er hat einen Startknopf, warte mal gerade, mal kurz mal gucken, dass ich mal hier durchlunze. So ein bisschen. Das ist nicht... Oh, ist nicht schlimm. Also da ist auf jeden Fall der Startkopf. Ja. Der blinkt auch. Engine Start Stopp, wie bei Formel 1. Richtig. Das ist jetzt hat DAB Plus drin. Performance-Auto. Wie bitte? Hat DAB Plus drin? DAB Plus hat er auch. Das kann ich Ihnen gerade mal hier vorne zeigen. Wir gehen oben auf. Er kam tatsächlich aus Köln. Er hatte noch eins live drin. Genau. Mach mal bitte auf DAB, dass wir das mal sehen. DAB. Denn da empfängt man automatisch unglaublich viele Sender. Und er macht jetzt einmal kurz einen Suchlauf. Der ist echt nagelneu gewesen, oder? Hier. Der ist komplett neu, da war noch nichts voreingestellt, muss man sagen. Jetzt über DAB hat man die Möglichkeit, verschiedene Radiosender deutschlandweit zu empfangen. Und auch alle wirklich sehr klar und sehr gut vom Empfang. Ja, es gibt ja demnächst 13 neue Radiosender im Saarland auf DAB. Zufälligerweise machen wir auch 2. Okay, da sind die Sender mit drin. Das heißt auch die Bedienung, das ist alles kapazitiv. Da muss ich nicht mehr drücken, das geht wie beim Handy. Richtig, genau. Einfach intuitiv da, wo man hin möchte.
mit dem Finger hinzeigen und dann geht das schon. Genau, nur zeigen. Ich muss nicht mehr feste drücken. Nee, nicht mehr feste drücken, auf keinen Fall. Gut, das war ja früher so. Wenn du mal kurz auf Einstellungen gehst, dass ich mal was sehe, da unten, nur mal kurz so ein Untermenü, da sieht man auch, wie toll das gemacht ist. Das Design ist wirklich State of the Art. Ganz genau. Also auch von der Bedienung her, von der Haptik muss man wirklich sagen, sehr angenehm. Und ich finde auch diese Oberfläche wirklich sehr schön dargestellt. Also so ist es, ja. ist schon top. Man kann einiges einstellen. Also ich sag mal so, es hat einige adaptive Systeme. Ich kann zum Beispiel die Motorkennung, die kann ich verstellen. Das geht definitiv. Das habe ich nämlich vorne gelesen. Genau. Achso, ja gut, okay, Sie meinen jetzt diese Fahrmodi. Man kann verschiedene Fahrmodi auswählen. Das zeige ich auch mal gerade. Da haben wir einmal normal, dann haben wir sportlich und auch Rennstrecke jetzt in dem Fall, weil der die Vollausstattung auch hat. Und wenn es mal nasser wird oder unbefestigt, haben wir auch die Möglichkeit, rutschig auszuwählen. Und dann stellen sich die Dämpfer und die Lenkung auf die Fahrbahn ein. Was stark ist, er gibt sogar ein bisschen Zwischengas, habe ich gehört. Das heißt, das kenne ich vom Elva beim DSG. So ungefähr kann man macht er. Ganz genau, ganz genau. Das hilft also, den Schaltwechsel noch sanfter Nochmal sanfter, genau. Ist auch angenehmer für die Kupplung als für das komplette Schaltsystem. Das klingt gut. Und es klingt gut, auf jeden Fall. Spielt auch mit rein. Auf Wunsch Automatik. Ja, es gibt noch mehr Funktionen, die man mal aktivieren kann. Wenn du mal so lieb bist, mal ins Untermenü reingehst. Ja. Was können wir mal machen? Wir können mal den Klang einstellen, machen wir? Genau. Jetzt von Bang & Olufsen ist diese Voreinstellung an sich schon, wie soll ich sagen, perfekt abgestimmt. Ja. Also die sagen, muss man nichts mehr verändern, nur gegebenenfalls noch den Bass, wenn man ein bisschen mehr Wumms im Auto haben will, ganz genau. Aber diese Grundeinstellung von B&O ist wirklich schon. So, dann stellen wir gerade unser Ding ein, mal für eine Sekunde. Ja. Dann gucken wir mal gerade, wenn die nicht gerade reden. 11.56 Uhr könnte klappen. Soll ich mich eben gerade machen? Das war hier oben. So. Ensemble. Ja, ist hier wahrscheinlich. Ist egal, wir können auch Energy nehmen. So, das ist Radio Energy. Genau, ein bisschen, da haben wir es. Und mach mal ein bisschen lauter. Ich will nur mal hören. Mach mal laut. Können wir schon. Hart. Ja. Okay, ist jetzt kein Bass drin. Ist da leider kein. Oh, aber er macht Wumms, oder? Ja. Wenn ich gerade mal die Anlage demonstrieren darf, dann kann ich auch schnell einen Stick holen, wo. Das Problem ist die GEMA, wir können es nicht laut sagen. Ich wollte nur einmal kurz mal Herzzittern kriegen. Okay. Aber ich muss da nichts groß nachrüsten, ne? Nein, auf keinen Fall. Das ist alles schon, wie gesagt, serienmäßig mit dabei. Ja, cooles Auto. Ich meine, wir reden hier über knapp über 40.000 €, muss man sagen. Man kriegt einen kleinen Rennwagen, oder? Wunschausstattung sehen. Deswegen muss ich gerade korrigieren. Also Wunschausstattung, man kriegt das mit dem Auto. Bei dem ist es jetzt dabei. Genau, richtig. Bei dem ist es jetzt mit dabei, richtig. Cool. Also, das ist einer der allerersten, der da ist. Er wird tatsächlich im Saarland gebaut. Ganz geht weltweit auch nach Amerika. Ja. So ist es. Über die ganze Welt, über den Globus. So, wenn du mal so lieb bist, hier vorne mal aufmachst. Ja. Er hat sogar QI-Laden, da gehen wir gleich mal drauf ein. Das heißt, er hat ein tolles Handschuhfach mit dabei. Und er hat hier unten eine QI-Ladestation mit dabei. Natürlich auch noch mit USB, wenn ich das möchte. Da lege ich einfach das Handy drauf, es lädt. Und es lädt von alleine, ganz genau. Super. Ja, wir haben den Hörtest gemacht. Wir machen demnächst noch eine Probefahrt. Da komme ich nochmal extra vorbei. Jetzt erstmal kurz mal zum Gucken. Eine Einstellung. Komm mal bitte raus. Gerne. Dann machen wir die Abmoderation. Denn ihr habt mich angerufen, habt gesagt, das Auto, das hat kaum ein Händler und wir haben es bei uns stehen, wir müssen es einfach mal zeigen. Ganz genau. Wir sind in Dillingen. Dillingen liegt an der Saar. Dillingen an der Saar. Das liegt ungefähr zwischen Luxemburg und Saarbrücken. So ungefähr, grob kann man es sagen. Ja. Ihr seid ganz direkt an der Autobahn? Wir sind direkt angebunden an der Autobahn, direkte Nähe zum Fortwerk auch, also alles in unmittelbarer Nähe. Genau. Ihr habt unglaublich viele Kunden, das muss man auch fairerweise dazu sagen. Die kommen sogar von ganz weit her. Ja, von ganz weit her. Also ich glaube, das, was ich weiß, sind Halle an der Saale, ist so das weiteste, wo mir bekannt ist. Und ich glaube, noch weiter. So, jetzt seid ihr ja kein Riesenhändler, aber woran liegt das, dass die Kunden wirklich so unglaublich gerne zu euch kommen? Ihr seid familiär, oder? Ganz genau, familiärer Betrieb, alles auf einer sehr angenehmen Basis und wie gesagt, der Kunde kommt hier rein, wird direkt freundlich bedient und ich denke, das spricht ja für uns. So, also da ist es. Wir sind bei der Zentralgarage in Dillingen. Dein Name bitte nochmal, Erik? Erik Spangenberger. Ich weiß, nicht so einfach, nicht ganz so einfach. Es gibt aber viele Kollegen, ihr habt viele Kollegen im Verkauf? Ja, jetzt hier direkt im Pkw-Verkauf, noch ein paar weitere Kollegen hier unten mit dabei, Verkaufsleiter, der eins oben drüber sitzt. Und wir haben ja noch unseren Transitbereich. Da sind dann die Transporter. Nutzfahrzeuge, ganz genau. Habt ihr ein Riesenzentrum, ist sogar ausgelagert. Ja. Ihr verkauft unglaublich viele Nutzfahrzeuge auch noch mit dazu. Ihr liebt die Marke Ford, kann man sagen. Auf jeden Fall, wir leben es, wir leben es. Sag mal, warum bist du zu Ford gegangen? Gut, einmal wegen Autos und Ford, weil mit der Nähe zum Ford-Werk, man kennt viele, die dort arbeiten, man hat viele Kontakte dorthin und es war einfach so gegeben. Ja, du bist ja eigentlich Banker.
Gelernter, ja. Gelernter Bankkaufmann, richtig. Aber dann hast du gesagt, komm, ich mach Aber mal was das Geiles, Faible, das ich verkaufe mal Faible. Ford. Dankeschön, genau. Genau das. So, wir sagen nicht, bei Faible ist welcher halt- Bank du warst, aber so ist es. Ja, da ist er, der ST, Ford Focus ST 2019, noch mit Kölner Kennzeichen, allen drum und dran. Ja, Erik, ich danke dir tausendfach für das nette Interview Gerne. und wir senden das jetzt mal, okay? Alles klar. Und wie gesagt, das Auto kann man ja auch am Wochenende auf der MS begutachten. In Saarlouis. In Saarlouis, richtig. Dankeschön. Tschüss. Bitteschön, tschüss.